Hallo und willkommen zu Lonestar! Es geht weiter mit Teil 2 von Indiana Jones and the Last Crusade. It looks more like a church. You couldn't be more right, it was a church during the Crusades. Now, just before your father vanished, he was muttering something about Roman numerals. He said he'd searched everywhere for them, without success. The library should be closing soon. I'll make sure we won't be bothered. Then we can take a look around. Excuse me, sir. Pardon me. Hey, you! I doubt he'll be much trouble, Dr. Schneider. So, dann können wir uns mal umschauen. An den Bücherregalen sind immer irgendwelche Plaketten angebracht. It says, dedicated to my favorite little library from a lover of fine literature. I don't see anything special about it. Donated in honor of Count Spielbergersen, der Alblino. It is in Italian. These are the sentimental books, but nevertheless they move me. Galilei. It says donated by Giorgio Lucasi, George Lucas. It is an Italian proverb. A library without bookshelves is like a have-haver's pile of books. Tales of the Ark of the Covenant and other outlandish folk stories. Tales of the Ark of the Covenant and other outlandish folk stories. Dad searched for Roman numerals everywhere. Und hier sind überall Zahlen. Ja, sind immer die gleichen anscheinend. Gibt's immer eine Einschrift. 3, 5 und 4. It looks very familiar to me. Carved numbers 925. Schauen wir mal ins Gralbuch. Und da haben wir eine Abbildung, wie es aussehen soll, unser Fenster. Und dann sollen wir den dritten auf der linken Seite nehmen. Ja, das sieht schon sehr ähnlich aus, aber vielleicht finden wir noch eins, was noch ähnlicher aussieht. Die Engel gucken nach innen, ein Schwert, das Schild mit 2 verschiedenen Farben, oben der Kelch drüber. Es könnte sein, aber ist es wirklich schon das erste Fenster, auf das man stoßt? I am happy to contribute to this wonderful library, but the use of columns disturbs me. S. Freud.
Fabulous layout. I love to start in one spot and work my way around the entire library. Magellan. I love to stay and support my local library, but I have a craving for this Chinese food today. Marco Polo. Dann schauen wir uns das nächste Regal mal an. Es sollte angeblich Bücher geben. All about snakes. I hate snakes. Ich habe noch keins gefunden, was man mitnehmen kann. Ja, das Fenster sieht jetzt anders aus. Da gucken die Engel in die falsche Richtung. Da gibt es auch wieder Zahlen. 6, 2, 4. It looks very similar to the picture in the diary. Ja, aber die Engel gucken in die andere Richtung. Die gucken beide nach innen und in dem Fenster gucken sie beide in eine Richtung. Da steht 7, 6 und 4. Could be more books on aviation and paintings. Leonardo da Vinci. It's just capital how this building refuses to wither away. Karl Marx. Honk. Marx. Schauen wir hier nach den Büchern. Fascist Propaganda. Also es soll hier ein paar Bücher geben, die man mitnehmen kann. Nichts gefunden. Ja. Die Engel gucken in die richtige Richtung. 281. 534. Dieser Clear Fabrication, Line 3. And my deep indignation, Line 4. It's just driving me out of my mind, Line 5. Das sieht irgendwie so aus, als wäre auf der linken Seite immer was anderes. The library staff apologizes for the defaced plaques in this section. The employee responsible has been terminated. Aha, hier hat einer irgendwas Komisches geschrieben, der wurde dann entlassen. Also steht auf der linken Seite immer andere Sachen. An emphatics library set. These inscriptions just make me see red. Aha, okay. Also muss man auf beiden Seiten lesen. These might be interesting if I wasn't in a hurry. Schauen wir mal, vielleicht finden wir hier noch ein spezielles Buch. Kann auch keins mitnehmen. Great cooking section, Borgia. Another proverb. He who lives by the book dies in bed. Empires come and go, but a good library is forever. Head Librarian, Library of Alexandria. Alle Anspielungen verstehe ich nicht, die aber schon, weil die Bücherei von Alexandria ist ja abgebrannt. I love the military books here, but they had the gall to divide them into 3 parts. Caesar. Don't look now, but the librarians are plotting against you. Machiavelli. Ja, das weiß ich jetzt nicht, was mit dem ist. Müsste man nachschauen. Wonderful place to stop for a visit while traveling. Could use more books on pachyderm care, Hannibal. Also er will ein paar Bücher, die sich ein bisschen mehr um die Elefantenpflege drehen. My father made me read these when I was a boy. Oh, das ganze Regal. Charming town. I was particularly taken with the statesman I met. Shakespeare. I have a love for these books that transcendent passion and sexuality. There's just no good word to describe it. Plato. Books like these are my cup of tea. Socrates. Great selection of animal books here, particularly concerning amphibians and avians. Aristophanes. This black intentionally left blank.
It is idyllic here, but everyone tells me to hush. Sieht also auch wieder ähnlich, aber das Schwert fehlt. These books aren't very interesting. Naja, dann schauen wir mal weiter. Tja, jetzt bin ich einmal durchgegangen. Aber ich habe immer noch kein Buch gefunden, das man mitnehmen kann. Das haben wir schon mal gelesen. Da sieht er jetzt nichts Spezielles. The geography section is rounded out well. Columbus. The biology section is primitive now, but every day it grows more fit. Darwin. Sie entwickelt sich also. Why a duck? Marx. You are supposed to be reading the books, not the plaques. Superb library, but a dull ceiling. Michelangelo. All about Caponian and Scholarian culture. Hä? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, zwischen den ganzen Büchern steht einmal dran Book statt Books. Man muss also mit dem What is jedes Regal einzeln absuchen. Now this looks interesting. It's that book by Hitler, Mein Kampf. Hoffentlich die kommentierte Version. Aber dass man wirklich alle Regale ganz genau absuchen muss, das ist also etwas unmodern für heutige Zeiten. Ich frage mich, ob man da genauso wie bei anderen, da ist schon wieder ein altes Buch, bei anderen alten Questreihen, wenn man ein Buch übersieht hier, dann irgendwann später plötzlich nicht mehr weitermachen kann. Das weiß ich nicht. It's called How to Fly a Biplane. Oh, hier ist eine Anleitung, wie man ein Flugzeug startet. Also erstmal die APU starten, Ölhebel dreimal Pumpe anmachen, Tank anschalten, den Magneto anschalten, Gas geben. Tja, das werden wir wohl später nochmal brauchen. Ob sich in einem Regal nochmal was versteckt? Vermutlich nicht. Schauen wir die anderen schnell mal zusammen an. Dann haben wir eine Absperrung. Im Film haben wir sie gebraucht, dann nehmen wir sie hier auch mit.
Ah, hier ist das letzte Buch. Now this looks interesting. It's called Secrets of the Roman Catacombs. Book of Maps. Ja, und das werden wir jetzt wohl gleich brauchen. Unter der Stadt liegt ein Pfad zum Grab. Jetzt brauchen wir noch das richtige Fenster. Schauen wir nochmal ins Buch. Die dritte auf der linken Seite wird sich auf die Zahlen beziehen. Und das ist die Nummer 4. Jetzt wissen wir, was wir zu tun haben. Platte einschlagen. So, und da haben wir ein Loch. What was that noise? You there, don't move. Was machen die denn hier? Jetzt sind wir in den Katakomben und müssen das Grab finden. Die Grabsuche stellt sich als etwas kompliziert heraus, deswegen werden wir das im Schnelldurchlauf durchgehen. Man kann die Karte währenddessen nicht einblenden. Das ist etwas ungeschickt. Jetzt haben wir einen neuen Raum erreicht. Da können wir uns einen Arm anschauen. It's an old pirate's hook. Können wir sicher brauchen. Den Haken können wir nicht mit dem Band verbinden. Ja, wir sind vermutlich gerade hier. Aber ich weiß auch nicht, wo wir hin müssen. Anscheinend gibt es ja auch 2 Level. Alles etwas undurchsichtig. Die Spielzeit mit einem Irrgarten erweitern finde ich jetzt auch etwas, ja, fragwürdig. Das ist Sackgasse. Ah, ein neuer Raum. Fackel schauen wir uns mal an. Look Torch. It's held in place by a hard, dry mud. Pick up. It's held in place by a hard, dry mud. So, irgendwie müssen wir uns den Schlamm wegbekommen.
Wieder ein Raum. In der Mitte haben wir was. I don't see anything special about it. I can't get a grip on it. Kann ich anscheinend gerade nicht öffnen. Mit dem Haken vielleicht? That doesn't seem to work. Sieht nach einem weiteren Raum aus, mit dem wir zurzeit nichts anfangen können. Ja, hier haben wir wieder einen Raum. Und da scheint auch ein Ausgang zu sein. I don't see anything special about it. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Oma mit ihrer Katze beim Essen. Wir können anscheinend mit niemandem reden. Why would anyone want a cat when they could have a dog? I don't want to disturb her. I don't want to disturb him. I don't want to disturb her. I don't want to disturb him. Ins Restaurant kommen wir anscheinend nicht rein. Aber irgendwas werden wir hier brauchen. She's either in love or there's something in the wine. He's either in love or drunk on this bad wine. Or both. 1924. A very bad year. I knew that! Tja, wenn er so schlecht ist, dann nehmen wir den vielleicht mit. Mind if I take this? Of course not, it was a dreadful wine. Die Katze können wir leider nicht mitnehmen. Andererseits, was wollen wir mit der? Wir haben also eine leere Flasche. Und was macht man mit leeren Flaschen? Füllen. It's a cheap bottle of wine. Why am I carrying this? Now the bottle is full of water. It's a beautiful example of Brazilian design and it's full of water. Oder wie sich das auch immer ausspricht. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.